Warum spricht eigentlich niemand über diese geheime Miles More Kreditkarte? Spoiler, die beste Miles More Kreditkarte kommt nicht aus Deutschland. Jahrelang habe ich die deutsche Miles More Kreditkarte benutzt, ohne zu wissen, dass es eine bessere Alternative gibt. Denn was wir immer wieder hören jetzt im unmittelbaren Umfeld in Deutschland mit Miles More, es ist immer schwieriger, Meilen zu sammeln, die Abwertungen kommen stetig, gerade mit dem dynamischen Pricing. Die Miles More Kreditkarte gibt nur 4000 Meilen, bis zu 4000 Meilen als Willkommensbonus, mit den kleineren Blue-Varianten beispielsweise deutlich weniger. Und da ist nur eine Frage der Zeit, um sich Gedanken zu machen, hey, wie kann ich im deutschen Meilengame trotzdem vorankommen? Und ich habe euch hier eine Alternative mitgebracht, die ich euch heute aufzeigen möchte. Und wie genau die funktioniert und was es ist, das zeige ich euch jetzt hier. Und zwar, es handelt sich um eine US-Kreditkarte, eine US-Barclays Miles More Kreditkarte, also die Miles More-Variante der USA. Damit kannst du ganz normal Meilen sammeln, wie in Deutschland auch mit der Kreditkarte, aber du sammelst deutlich mehr. Und zwar, in Deutschland sammelst du ja pro 2 Euro Umsatz eine Meile. Zumindest in der Privatvariante, in der Business-Variante eine Meile pro 1 Euro Umsatz. Mit dieser Karte als Privatversion bekommst du pro 1 Dollar Umsatz eine Meile. Das sind ungefähr 85 Euro Cent. Also pro 85 Euro Cent bekommst du eine Meile. Und das ist natürlich unschlagbar im Vergleich zu Deutschland. Und deshalb möchte ich euch diese Karte nicht vorenthalten. Diese Karte hat natürlich darüber hinaus noch viele weitere Vorteile. Und zwar einer vor allem, also nicht nur das Meilensammeln über die Umsätze, sondern auch beim Beantragen der Karte. Du bekommst einen Willkommensbonus. Und zwar nicht in Höhe von irgendwie 4000 Meilen wie in Deutschland, sondern 50.000 Meilen. Und das ist eher der niedrige Bonus. Der geht hoch bis 100.000 Meilen Willkommensbonus. Also das heißt, da sind wir in Deutschland noch weit davon entfernt. Wünschenswert wäre es, dass wir in Deutschland natürlich mit den deutschen Miles More Kreditkarten auch irgendwann mal in die Richtung kommen. Annähernd wird es nicht wirklich reichen, da ist der Unterschied noch zu groß. Aber dass wir einfach da nochmal ein Stückchen vorankommen. Denn der Willkommensbonus ist für uns Meilensammler natürlich enorm wichtig. Nicht nur jetzt uns Fortgeschrittene, sondern auch die Einsteiger. Weil mit so einem Bonus kannst du auf einen Schlag dein Meilenkonto mal richtig füllen, um überhaupt in die Nähe von einem Business-Class-Flug zu kommen. Und mit 50.000 Meilen da hast du zumindest mal die Chance auf einen One-Way-Business-Class-Flug Interkontinental. Nicht in jeder Region der Welt, aber zumindest in ausgewählte Regionen. Und wenn wir an die 100.000 Meilen Willkommensbonus denken, die es eben da aktionsbasiert gibt mit dieser US-Variante, ja, dann haben wir definitiv auf jeden Fall, eigentlich egal auf welchem Kontinent, außer jetzt vielleicht Australien, kommen wir eigentlich mit unseren Meilen in der Business Class auf einer Langstrecke unter. Und das ist natürlich wirklich cool, weil wir halt mit diesem initialen Start bei Meilen sammeln, mit so einer Kreditkarte so gut vorankommen, um erste Erfolgserlebnisse in, ich sag mal, kurzer Zeit zu haben. Kürzeste Zeit ist jetzt auch relativ, denn diese Kreditkarte, die kriegst du nicht einfach so. Aber da gehen wir am Schluss drauf ein, wie du an so eine Karte kommen kannst und was da ungefähr für ja, Zeitverhältnisse dafür erforderlich sind. Mit dieser Kreditkarte hast du übrigens noch einen weiteren Vorteil, und zwar ein Companion Award. Naja, also Companion Award kennst du vielleicht vom Senator-Status in Deutschland. Das heißt, da kriegst du fürs zweite Ticket den halben Preis, aber in Form von Meilen, also pro Meilenticket kriegst du fürs zweite den halben Preis. Hier gibt es auch ein Companion-Ticket, allerdings nicht auf Meilen bezogen, sondern auf Bezahlflüge. Das heißt, du bezahlst einen und den zweiten bekommst du umsonst. Und das ist natürlich relativ cool. Ja, du musst die Steuern und Gebühren zahlen, aber es ist dennoch cool, weil so ein Benefit gibt es in Deutschland nicht. Wohlgemerkt muss man auch dazu sagen, dieser Benefit beschränkt sich nur auf Economy-Flüge. Also nicht Premium Economy, nicht Business und nicht First, sondern Economy-Flüge. Aber dennoch ist es natürlich eine coole Alternative, weil du halt natürlich gerade auf einer Interkontinentalstrecke, also von USA nach Deutschland oder umgekehrt, natürlich viel Geld sparen kannst. Ja? Und das macht es natürlich dann sehr lukrativ, weil du so ein Companion-Ticket einmal im Jahr bekommst. Kommen wir zu den Kosten von dieser Kreditkarte. Diese Kreditkarte kostet aktuell 89 Dollar. Das bedeutet umgerechnet gerade um die 80 Euro Jahresgebühr. Vergleichen wir dazu die Miles More Blue Kreditkarte in Deutschland. Die kostet 5,50 Euro im Monat bzw. 66 Euro im Jahr. Oder die Miles More Gold 138 Euro im Jahr. Das heißt, diese Karte ist irgendwo zwischendrin angesiedelt. Aber wie gesagt, die Benefits aus meiner Sicht sind unschlagbar. Und was die Kosten betrifft, verhält sich es ähnlich wie in Deutschland, nämlich mit einem Senator-Status oder Hon-Circle-Status, kriegst du die Karte auch noch umsonst. Was diese Karte wie in Deutschland auch darüber hinaus noch bietet, ist das Thema Meilen in Points bzw. Q-Points umtauschen, also qualifizierende Punkte für den Status bei Miles More. Und das ist genau wie in Deutschland, du kannst zwischen 5.000 und 25.000 Meilen einlösen und bekommst dafür zwischen 20 und 100
Points bzw. Q-Points für deinen Status. 2 weitere Vorteile von dieser Karte möchte ich euch nicht vorenthalten, denn sie sind nicht weniger interessant als die zuvor genannten. Und zwar, du kommst in eine Lufthansa Business Class Lounge hier mit rein. Und zwar, du bekommst 2 Voucher pro Jahr, jedes Jahr, solange du die Karte hältst, um damit eben Loungebesuche zu realisieren. Das ist natürlich gerade dann interessant, da Amex natürlich mit der Partnerschaft zu Lufthansa oder zu den Lufthansa Lounges das Ganze im Oktober 2026 beendet. Das heißt, damit kommst du weiterhin in Lufthansa Lounges rein. Und das ist cool, weil wie gesagt, das sind 2 Voucher, die du jedes Jahr aufs Neue kriegst und eine gute Möglichkeit eben weiterhin in die Lounge zu kommen. Und beim letzten Vorteil, das sind gerade die Karten in Deutschland, nicht nur die Miles More Karten, sondern auch andere hinten dran. Fremdwährungsgebühren. Du zahlst mit dieser Karte keine Fremdwährungsgebühren. Das heißt, du kannst sowohl natürlich in Deutschland damit bezahlen, als auch überall auf der Welt und zahlst keine Fremdwährungsgebühren. Also 0% Fremdwährungsgebühren, das ist schon ein ordentlicher Benefit. Das ist das, was ich natürlich an deutschen Reisekreditkarten, wie sie sich ja gerne nennen, stark kritisiere. Sowohl Miles More als auch Amex-Kreditkarten, die haben einfach Fremdwährungsgebühren von 1,95% bis 2%. Und das macht es natürlich unattraktiv, dann Kreditkarten im Ausland zu verwenden. Und mit dieser Kreditkarte kannst du im Ausland bezahlen und sammelst dabei auch noch sehr viele Meilen, nämlich mehr als in Deutschland. So, kommen wir nochmal zum Fazit, was diese Kreditkarte uns alles bietet. Also die Kreditkarte fängt natürlich mit einem super starken Willkommensbonus an, geht über umsatzbasiertes Sammeln von Meilen, und zwar deutlich mehr als in Deutschland, bis hin zur wegfallenden Fremdwährungsgebühr, was diese Karte natürlich mit vielen anderen Vorteilen sehr attraktiv macht für uns in Deutschland. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum redet keiner über diese Kreditkarte? Ganz einfach, weil sie kaum einer in Deutschland im Geldbeutel hat. So, und damit möchte ich heute aufräumen, dass du überhaupt mal weißt, diese Kreditkarte, die gibt es überhaupt. Und zweiter Punkt ist, dass man sie auch beantragen kann. Und ja, auch ohne Staatsbürgerschaft in den USA oder ohne US-Wohnsitz kannst du als Deutscher, Österreich oder Schweizer diese Karte beantragen. Ja, dafür gibt es einen qualifizierten und bewährten Weg, wie das funktioniert. Da rede ich gleich nochmal ein bisschen drüber. Aber es ist wichtig zu wissen, es geht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wo du weißt, dass es geht und dass es die Karte gibt, wann beantragst du sie? Oder wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ist mir zu kompliziert, dann darfst du aber auch nicht heulen über die schleichende Abwertung, die es in Deutschland gibt. Nicht nur jetzt bei Miles More, sondern auch in anderen Bonusprogrammen, aber gerade natürlich auch bei Miles More, weil kürzlich ja über den Transferbonus im Juli 2026 mit nur leider 10% sehr viele geheult haben. Ja, sorry, was wollt ihr erwarten? Ihr habt ja keinen Anspruch auf so einen Transferbonus, dass der höher ausfällt, als er vielleicht in den Vorjahren war. Den Anspruch gibt es nicht, das sage ich schon euch jahrelang. Ihr habt keinen Anspruch, seid dankbar, dass es so einen Transferbonus von Payback zu Miles More überhaupt gibt. Und wenn ihr das nicht seid und euch darüber ärgert, dann macht was dagegen. Hier, mit so einer Kreditkarte. Damit könnt ihr euch so ein bisschen ein Stück weit unabhängiger machen. Wenn du so eine Chance nicht nutzt, dann darfst du aber auch nicht wegen Transferbonus rumheulen. So einfach ist die Sache. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man an so eine Kreditkarte? Naja, relativ einfach, wenn du einen bewährten Fahrplan erfolgst. Und wie genau das funktioniert, dass du auch aus Deutschland bzw. Europa raus an US-Kreditkarten rankommst, dafür haben wir einen Workshop aufgenommen, der dir aufzeigt, was US-Kreditkarten alles an Vorteilen bieten. Und zwar nicht nur diese eine, sondern es gibt noch eine Menge andere US-Kreditkarten, mit denen du Punkte und Meilen sammeln kannst. Das sind weit über 50 Stück, die da für dich in Frage kommen können, und die revolutionieren gerade den deutschen Markt. Wir sind schon seit über 3 Jahren an dem Thema dran und man hört immer mehr, dass viele Leute jetzt auf US-Kreditkarten gehen, die im deutschen Meilengame tätig sind. Und das ist natürlich deine Chance, jetzt auch zuzuschlagen und zu sagen, okay, hey, so eine US-Kreditkarte, das hört sich alles gut an. Ich schaue mir den Workshop an, da wird alles erklärt, Schritt für Schritt, was da für den Fahrplan erforderlich ist. Und wir zeigen dir auch am Ende noch, wie wir dir persönlich dabei helfen können. Wenn du den Workshop anschauen willst, dann schau hier unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich dir das Ganze, ist kostenlos. Und damit hast du die Möglichkeit, auch langfristig auf so eine Karte zu gehen. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, schreib es unten in die Kommentare. Lass mich wissen, was sind deine Zweifel, was sind deine Fragen. Vielleicht hast du auch schon Erfahrungswerte mit dieser Karte. Schreib es unten in die Kommentare, dann kann ich gerne nochmal drauf eingehen. Und wenn du dieses Video für gut befunden hast und sagst, hey, das ist super hilfreich, so eine Karte, warum spricht da überhaupt keiner in Deutschland drüber? Ich tue es, und deshalb lass gerne hier ein Abo da und lass ein Like unter dem Video, damit ich weiß, dass es euch gefällt. Dann kann ich weitere Videos in dieser Art produzieren.